Na Süße, wie wär's mit uns beiden? Bleib doch mal stehen. Oder sowas hier. Ich glaub, du hast ne geile Muschi. Schon was vor heute Abend? Auch im Programm? Was für ein geiler Arsch. Komm doch mit uns nach Hause, Süße. Sowas kennen alle Frauen. Tagtäglich werden Frauen auf der ganzen Welt auf der Straße blöd angequatscht. Ich bin Laura Winter und möchte etwas dagegen tun. Laura Winter kreidet an, macht sexistische Sprüche, die sogenannten Catcalls, öffentlich. Vor 2 Jahren ist sie wegen des Jobs nach Kassel gezogen. Ich habe von der Bewegung in meiner Heimatstadt erfahren, in München, Catcalls of Munich, und habe dann angefangen zu recherchieren und war super begeistert von dem Konzept, Belästigung auf öffentlicher Straße eben auch an dem Ort sichtbar zu machen, wo es passiert ist. Du Heiße, willst du zu uns kommen? Wir machen gerade Mittag. Um diesen Sexismus im Alltag dauerhaft sichtbar zu machen, stellt sie die Fotos online auf ihren Instagram-Account Catcalls of Kassel und vernetzt sich so mit einer weltweiten Bewegung. Denn ob in New York, Kenia, Amsterdam oder Brüssel, überall auf der ganzen Welt müssen sich Frauen die immer gleichen Sprüche anhören. Über knackiger Hintern und geile Titten. Überall werden Frauen auf ihren Körper reduziert und zum Objekt gemacht. Fast täglich bekommt Laura Winter Nachrichten von Betroffenen. Mir ist mal wieder Unglaubliches passiert. Vor dem Fes tippte mich jemand von hinten an. Ich drehte mich rum und er sagte mir ins Gesicht, wenn du 10 Kilo weniger wiegen würdest, wärst du fast sexy. Die Frauen bleiben anonym, haben aber endlich eine Plattform, der sie sich anvertrauen können. Erste war auch gleich von einem 13- oder 14-jährigen Mädchen, also das war schon schlimm für sie damals. Sie ist dann auch nicht mehr an den Ort des Geschehens gegangen für eine lange Zeit. Das war vor dem Kasseler Hauptbahnhof. Sie steht an der Ampel, als 2 Männer rufen, beweg deinen heißen Knackearsch für mich, Goldlöckchen. Das hat mich schon schockiert, weil wir doch eigentlich in einer freien Gesellschaft leben, wo sich jeder so bewegen soll und es aber trotzdem durch Catcalls man sich so eingeschränkt fühlt, dass man eben manche Orte meidet. Laura Winter trifft im Kasseler Stadtcafé 2 Frauen, die auch bei Catcalls of Kassel mitmachen. Sie sind selbst belästigt worden und haben sich über Instagram kennengelernt. Die 3 planen gezielte Aktionen für Kassel, um die Bewegung noch bekannter zu machen. Auf jeden Fall geht es um Solidarität, dass man halt eben Menschen signalisiert, dass man nicht allein ist, sondern dass es da ein größeres Problem gibt eben und nicht man als Individuum falsch ist. Ich selber bin davon auch betroffen und Freundin von mir auch. Und ja, also da macht halt nicht wirklich jemand was. Und im Moment selber traut man sich vielleicht nicht wirklich, mal was zurückzusagen oder sich zu wehren oder irgendwie zu reagieren. Und dann, ja, um dann halt ein Zeichen zu setzen, dass man sagt, okay, genau hier ist es passiert und so eine Art Mahnmal. Ein Mahnmal, das auch für die Betroffenen extrem wichtig ist. Denn es sind nun mal keine dummen Sprüche, die sie täglich einstecken müssen. Es sind Beleidigungen und Bedrohungen. Absurd, dabei an einen Flirt zu denken. Ich kann einfach einschätzen, wann was übergriffig ist und was nicht. Flirten basiert eben auf einer Gegenseitigkeit. Ich wurde als Teenager mal vor dem City Point so belästigt, dass ich weglaufen musste. Er schrie, hey Bunny, bleib doch stehen. Das war ekelhaft und mal abgesehen davon, wer nennt einen denn bitte schön Bunny? Also wir kreiden jetzt, hey Bunny, bleib doch stehen. Und in Kassel wird weiter angekreidet werden, damit sich Frauen irgendwann nicht mehr beleidigen lassen müssen und endlich allen klar wird, Catcalling ist kein schlechtes Benehmen, sondern aggressiver Sexismus. Und zugeschaltet dazu ist uns jetzt Ann-Christine Harz, Psychologin und Leiterin der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen in Braunschweig. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, solche Aktionen wie die wir gerade gesehen haben, Catcall of Kassel, gibt es ja auch noch in anderen Städten, da heißen die ein bisschen anders. Wie wichtig sind denn solche Proteste gegen Catcalling?
Ja, solche Proteste sind absolut wichtig, da es sich hier um ein gesellschaftliches, strukturelles Problem handelt und eben nicht um das Problem einer einzelnen Frau oder vieler einzelner Frauen. Und diese Aktionen bringen eben das Ganze zurück auf die Straße. Ja, sie kreiden das an, sie machen es sichtbar. Das haben wir eben in dem Beitrag auch schon gesehen. Und zudem, dass es einmal sichtbar gemacht wird, führt es auch noch dazu, dass die Frauen sich zusammentun, dass sie solidarisch miteinander sind, dass sie sich gegenseitig auch stark machen, empowern sozusagen. Und all das macht diese Proteste so wichtig. Jetzt sollte ja Flirten nicht an sich diskreditiert werden. Also Flirten ist ja sicherlich noch okay. Aber wo verläuft denn die Grenze zwischen einem legitimen Flirt und so einer verbalen Belästigung? Ja, so ein Flirt passiert auf Augenhöhe, ne? Also beruht auf Gegenseitigkeit. Da habe ich wirklich Interesse am anderen, will ihm was Nettes, was Freundliches sagen. Und Catcalling, Belästigung, das ist eben eine Grenzüberschreitung. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, derjenige, der das tut, weiß das auch ganz genau. Er weiß in dem Moment, ich bin in der überlegenen Position und das kann ich ausspielen. Ne? Ich kann da die Macht ausüben, ich kann mir das erlauben, ich kann mir das leisten und mache das auch auf Kosten des Gegenübers. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, die wissen eben auch, das fühlt sich für das Gegenüber nicht gut an, ist dann aber in dem Moment egal, sie machen es einfach. Und was macht das mit den Frauen Ihrer Erfahrung nach? Können die meisten das irgendwie ignorieren, wie den Lärm im Straßenverkehr, oder nagt das wirklich an den Betroffenen? Also an den allermeisten nagt das. Das ist meine Einschätzung mit denen ich gesprochen habe. Das sind die wenigsten, die sagen, ist mir egal. Sicherlich gibt es auch einen Teil, der sagt, ich ignoriere das einfach, aber es hinterlässt Spuren. Also was auf jeden Fall passiert, ist immer eine Verunsicherung. Ja, die Frauen wollen raus aus der Situation, sie wollen weg von dieser unangenehmen Aufmerksamkeit. Es kann aber auch, das haben wir eben im Beitrag auch gehört, bis hin richtig zur Angst führen. Ja, ich suche Orte, wo mir das passiert ist, nicht mehr auf oder Orte, wo ich vielleicht vermute, hier könnte es passieren. Und das führt dann wiederum dazu, dass Frauen in gewisser Weise nicht mehr teilhaben am öffentlichen Leben und sich da einschränken, und das kann es nicht sein. Und ein weiterer wesentlicher Punkt ist eben auch noch, dass es sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Ne? Also wenn ich so etwas immer wieder höre, was mich beleidigt, was mich verletzt, und ich höre das aber immer wieder, dann frage ich mich, Mensch, warum passiert mir das? Ne? Und hat es vielleicht doch auch etwas mit mir zu tun? Was mache ich denn falsch? Das kann durchaus auch dazu führen, dass Menschen depressiv werden und sich da dann eben auch zurückziehen. Wenn sich eine Frau direkt in dem Moment, wo so ein blöder Spruch kommt, wehren will, was raten Sie ihr dann? Wie soll die das machen? Also ich gebe immer keine Ratschläge, das vorab, das ist mir total wichtig. Jede Frau oder jede Betroffene, jeder Mensch muss da auch seinen eigenen Weg mitfinden. Die allermeisten beschreiben das auch als einen solchen Prozess. Ne? Wenn ich irgendwie noch ein junger Teenager bin, natürlich gehe ich dann weg und stelle mich der Situation nicht. Und im Laufe der Zeit beschreiben einige Frauen aber auch, Mensch, ich lasse mir das jetzt nicht mehr bieten. So, ich drehe mich jetzt um und ich sage, hey, ich möchte das nicht, hör auf damit. Ne? Und die Erfahrung, die sie dann machen, ist ganz im Gegenteil nicht, dass es dann noch schlimmer wird. Das ist ja oft auch die Angst, warum viele eben dann nichts tun, weil sie denken, dann legt er erst richtig los, sondern oft passiert genau dann das Gegenteil. Es führt zu einer Irritation beim Gegenüber, damit rechnet der nicht. Der denkt ja, ich laufe irgendwie weg und der kann noch nachtreten oder so. Und es passiert nicht. Ich konfrontiere und habe somit auch, lenke die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit genau darauf. Und sie gucken zu dem, der es tut. Und das ist für den dann unangenehm und peinlich. Und dann unterlässt er es auch. Ne? Das sind doch gute Erkenntnisse, die Sie uns mitgegeben haben. Kann sich vielleicht die eine oder andere Betroffene, hat sich da sicher den ein oder anderen Tipp jetzt holen können. Dankeschön, vielen Dank.